ist indirekt eine Doppelbesteuerung in unseren Augen. Wir sprechen ja, wie bereits gesagt, schon von versteuertem Einkommen. Und in unseren Augen ist das so zu interpretieren. Und das zweite Problem, was ich auch sagen muss, ist, dass es einfach nicht mehr zum Leben reicht, weil die Grundfreibeträge sich so weit von der Realität entkoppelt haben, dass es einfach zu wenig ist. Man kommt damit nicht mehr über die Runden. Und deswegen plädieren wir, erster Punkt, ganz klar auch für einen Freibetrag, 1.800, 1.900, 2.000 Euro. Das wären Freibeträge, über die man sprechen muss. Und da sind wir gerne auch kompromissbereit, um hier den perfekten Beitrag zu finden. Zweiter Punkt, auch wenn es leider viele Kollegen, insbesondere von der FDP, leider nicht interessiert, das klare Bekenntnis zur Witwenrente. Hat auch noch keiner gesagt. Das ist für die AfD selbstverständlich, wird viel zu wenig gesellschaftlich diskutiert, weil es Kräfte gibt, die die Witwenrente in Deutschland abschaffen möchten. Und das erkläre ich mir nur damit. Hey Leute, Ulrich Siegmund von der AfD hat endlich eine klare Ansage zur Rente gemacht. Keine Doppelbesteuerung mehr, höhere Freibeträge und echte Würdigung der Lebensleistung. Endlich jemand, der die Probleme der Rentner wirklich versteht. Das müsst ihr euch anhören, denn er bringt Vorschläge, die für Millionen Menschen in Deutschland einen Unterschied machen können. Also schaut rein, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt unbedingt in die Kommentare, was ihr von diesen Ideen haltet. Eure Meinung zählt. Auf geht's! Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heute geht es um das wichtige Thema der Rente, ein Thema, was jeden von uns früher oder später mal treffen wird. Und treffen meine ich im wahrsten Sinne des Wortes. Weil ich persönlich, das muss ich gleich vorwegstellen, ich finde es ein Unding, wie man in dem Land hier mit Menschen umgeht, die teilweise 30, 40 Jahre lang gearbeitet haben, eingezahlt haben, die Kinder großgezogen haben, die teilweise, und das wurde noch gar nicht gesagt, auch Angehörige gepflegt haben, was gar nicht oder viel zu wenig oftmals angerechnet wird und die dann jetzt in einem Land leben, wo wir den höchsten Anteil an Wohngeldbeziehern unter den Rentnern haben, in einem Land leben, wo wir lieber Radwege in Peru finanzieren, anstatt uns um die Menschen zu kümmern, die das Land aufgebaut haben und wo wir immer noch Leute mit so einer geringen Rente haben, dass sie Pfandflaschen aus dem Müll holen müssen etc. Ich finde es unwürdig, wie man hier mit der Lebensleistung solcher Menschen in Deutschland umgeht. Und ich finde es auch unwürdig, dass wir hier über so geringe Renten sprechen, die dann auch noch versteuert werden, wo sich der Staat dann doch mal was zurückholt. Und da muss ich die erste Kritik voranstellen. In unseren Augen als AfD ist das eine Doppelbesteuerung, ein bereits besteuertes Vermögen, wo man die ganze Zeit einzahlen muss, wo man die ganze Zeit vom Brutto etwas abgeben muss, das Netto immer kleiner wird, ist indirekt eine Doppelbesteuerung in unseren Augen. Wir sprechen ja, wie bereits gesagt, schon von versteuertem Einkommen. Und in unseren Augen ist das so zu interpretieren. Und das zweite Problem, was ich auch sagen muss, ist, dass es einfach nicht mehr zum Leben reicht, weil die Grundfreibeträge sich so weit von der Realität entkoppelt haben, dass es einfach zu wenig ist. Man kommt damit nicht mehr über die Runden. Und deswegen plädieren wir, erster Punkt, ganz klar auch für einen Freibetrag, 1.800, 1.900, 2.000 Euro. Das wären Freibeträge, über die man sprechen muss. Und da sind wir gerne auch kompromissbereit, um hier den perfekten Beitrag zu finden. Zweiter Punkt, auch wenn es leider viele Kollegen, insbesondere von der FDP, leider nicht interessiert, das klare Bekenntnis zur Witwenrente. Hat auch noch keiner gesagt. Das ist für die AfD selbstverständlich, wird viel zu wenig gesellschaftlich diskutiert, weil es Kräfte gibt, die die Witwenrente in Deutschland abschaffen möchten. Und das erkläre ich mir nur damit, das wurde politisch in der Vergangenheit mehrfach diskutiert von Politikern, wenn ich mich richtig erinnere, der Linken und der Grünen angeregt. Ganz einfach, weil man den Begriff der Familie auflösen möchte. Die Familie, das Fundament unserer Gesellschaft, ist diesen Politikern ein Dorn im Auge. Und da wollte ich einfach nur mal klarstellen, dass es mit der AfD nicht zu machen ist. Wir sehen die Familie als Keimzelle der Gesellschaft und demzufolge auch die Witwenrente als fester Anker dieser Lebensplanung. Dritter Punkt, realistische Betrachtung. Ein Arbeitsjahr ist nicht immer gleich ein Arbeitsjahr. Wer 45 Jahre auf dem Bau war oder Fliesenleger war, Dachdecker war, in der Pflege etc. war, der hat einen ganz anderen körperlichen Raubbau erlebt, als jemand, der eine sitzende Tätigkeit hatte. Ich sage damit nicht, dass das nicht immer anstrengend sein muss. Eine sitzende Tätigkeit kann auch schlimm sein und anstrengend und kompliziert sein. Aber am Körper ist es einfach eine ganz andere Verschleißerscheinung. Und ich möchte nicht in einem Land leben, wo Menschen mit 65, 66 Jahren gezwungen sind, auf dem Dach zu krabbeln, Fliesen zu legen, in der Pflege 150 Kilo Patienten zu wenden. Das geht einfach nicht. Das geht an der Lebensrealität vorbei. Das muss man aussprechen. Vierter Punkt. AfD-Position, Politiker sollen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Wir wissen nicht, warum über alle Parlamente hinweg das entkoppelt wurde. Das muss umgedreht werden. Auch Politiker sollen hier, wie gesagt, einzahlen. Und fünfter Punkt,
Da bin ich auch sehr stolz auf unsere AfD, dass wir diesen Punkt aufgenommen haben. Finde ich hervorragend. Ein Grundfreibetrag zum steuerlichen Grundfreibetrag hinzu von 12.000 € für Rentner, die gerne noch arbeiten gehen möchten, nämlich weil es ihnen Spaß macht. Es gibt Rentner, die gerne einen Fahrdienst übernehmen, Hausmeister sind, Gärtner sind etc. Sollen wir ihnen diesen Spaß gerne lassen, und zwar auch noch in Verbindung, ein bisschen was nebenbei zu verdienen, nochmal in Urlaub zu fahren. 12.000 € im Jahr fordern wir dafür als Freibetrag, und das wäre auch nochmal gut für die Gesellschaft, weil wir nämlich etwas zurückgeben können, nämlich, dass man dankbar ist, dass diese Menschen Lebenserfahrung haben und uns vielleicht den einen oder anderen guten Ratschlag auch noch mit auf den Weg geben können und für die Gesellschaft hier mit einem wichtigen Beitrag leisten können. Das wären 5 gute Punkte von der AfD, die möchte ich gerne mit Ihnen diskutieren, und deswegen würden wir diesen Antrag gerne in den Sozialausschuss überweisen. Das beantrage ich hiermit, um uns intensiv darüber zu unterhalten, weil, wie gesagt, der aktuelle Umgang ist nicht würdevoll in meinen Augen und sollte deswegen so schnell wie möglich behoben werden. Und da stehen wir als AfD ganz klar an der Seite der Rentner. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Rentenversicherungsbeiträge, die der lohnabhängig Beschäftigte einzahlt, muss er nicht versteuern. Dafür muss er danach die Rente versteuern. Das ist keine Doppelbesteuerung. Welchen Teil davon verstehen Sie nicht? Herr Schmidt, fachlich gesehen haben Sie recht. Es ist aber in meinen Augen, ich gebe es wenigstens zu, es ist aber trotzdem eine Wortklauberei, Herr Schmidt, weil ich habe ein Brutto als Arbeitnehmer und habe ein kleines Netto. Und die Sozialversicherungsbeiträge, Herr Schmidt, ufern immer weiter aus in diesem Land. Und bei den Menschen kommt es so an, dass sie arbeiten gehen, ganz viel Geld bezahlen müssen, auf der einen Seite für Steuern, auf der anderen Seite für Sozialversicherungsbeiträge. Und ihnen dann im Alter, wenn sie irgendwann mal in den Genuss kommen sollten, so eine Rente zu bekommen, der Staat auf das, was sie eingezahlt haben, nochmal eine Steuer hebt und daran mitverdient, was sie vorher eingezahlt haben. Das kann man natürlich mit den Begrifflichkeiten so darstellen, Herr Schmidt. Für die Menschen ist das Ergebnis aber das Gleiche, und das ist es, was ich damit sagen sollte, eine Doppelbelastung, und das ändert sich auch nicht durch exakte Begriffsbestimmung. Es bleibt einfach zu wenig Geld bei den Menschen übrig, und das ist das, was ich damit sagen möchte, was Sie aber leider als SPD nicht verstanden haben, Herr Schmidt. Dass Rentenversicherungsbeiträge gezahlt werden müssen, ist ja nicht aus dem Netto, sondern das ist aus dem sogenannten Arbeitnehmerbrutto. Verbindet sich jetzt mit Ihrer Vorstellung von ungerecht, dass man darauf verzichten sollte, Rentenversicherungsbeiträge zu erheben und dann aber danach Renten auszuzahlen seien? Nein, das hat doch damit überhaupt gar nichts zu tun, Herr Schmidt. Ich habe gesagt, dass es für die Menschen einfach nicht verständlich ist, warum sie jetzt einzahlen, worauf der Staat dann später nochmal Steuern erhebt. Das ist das, was bei vielen Menschen draußen ankommt. Deswegen brauchen wir auch diese höheren Freibeträge, Herr Schmidt. Ja, das können Sie nicht verstehen. Das liegt einfach daran, dass Sie nichts mehr mit den Menschen zu tun haben, die das draußen auf der Straße belastet, Herr Schmidt. Und deswegen sind Sie auch bald nicht mehr in diesem Parlament vertreten. Das ist der große Unterschied. Übrigens, Herr Schmidt, gilt das auch beispielsweise für die Erbschaftssteuer, weil Erbschaften sind versteuertes Vermögen. Ich gehe arbeiten, habe irgendwann ein Netto, was ich versteuert habe in diesem Land, und dann möchte ich das meinen Kindern vererben, und darauf will der Staat dann nochmal Steuern erheben. Das ist auch eine Doppelbesteuerung, aber das Ergebnis ist das gleiche, Herr Schmidt. Es kommt einfach immer weniger Geld bei den Menschen draußen an. Sie als SPD verschenken es lieber in der Welt. Ich habe es vorhin gesagt, Radwege in Peru, und das ist, wofür niemand Verständnis hat. Und das ist auch der Grund, Herr Schmidt, warum die Menschen AfD wählen. Dankeschön.